Hallo, hallöchen, meine kleinen Wölfe da draußen. Weiter geht es mit Vampyr LP Remaster. So, nachdem ich ja das letzte Mal es am Ende mit dem Schal so aufgeregt hat, geht's jetzt weiter. Wir müssen, glaube ich, in die Kirche, ne? Ja. Und da die Kirche rot eingezeichnet ist, gehe ich mal davon aus, dass das Kriegsgebiet sein wird. Oder wir spontan in Rauch aufgehen. Wobei, nee, wenn uns weder die Sonne noch das Feuer wirklich umbringen kann, wie soll es denn das Kirchenhaus schaffen? So, raus hier. Ja. So. Sogar meine Träume sind bla. Ja. So, das war der Seiteneingang, ne? Ja. Ich bin mit euch durch, ihr zwei. So, mal gucken, was jetzt hier abgeht. Hat mich der religiöse Irre in die Falle gelockt, hä? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Ich brauche jemanden, der mich anhört. Ich brauche keine Gesellschaft. Vielleicht kommen wir damit besser. I've no need for a kind ear, only a moment of peace in God's house. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Es ist ein privates Anliegen, es ist eine private Was ist der Unterschied? Es ist ein privates Anliegen. Es ist eine private Angelegenheit. Okay. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. Falsch. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Sie war meine Schwester, sie war jemand, der mir viel bedeutet hat. Es spielt keine Rolle. Sie war meine Schwester. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Sie wurde ermordet. Es war ein Unfall. Sie wurde zur Ruhe gebettet. Und findet aber keine Ruhe. She has been laid to rest. That's all you need to know. I see. And how are you feeling, my son? Ich fühle mich verantwortlich. Sie ist meinetwegen gestorben. Ich wünschte, ich könnte es alles vergessen. Na, genau genommen ist sie ja meinetwegen gestorben, ne? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Ich fände es hilfreich, wenn der Text noch da stehen würde. Ich werde den Verantwortlichen finden. Ich schwöre... Was? Ich schwöre, ich war es nicht. Bitte verzeih mir.
I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Zweifelhaft. Whatever happened on this dock is between my sister. Da ist ein Kopf. It does not concern God at all. Oh. Witwe Nöten. Ach. Sie ist von der Stelle jetzt dahin gezogen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Friedhof. Das geht nur wieder mit der Kirche ums Dorf, weil hier waren die Tore ja zu. Wir konnten da nie wieder hin zurück. Es sei denn, sie haben sie jetzt wieder geöffnet. Wir versuchen's. Was trifft Edgar Swansea im Krankenhaus? Muss warten. Hä? Ah, die kämpfen gegeneinander. Geiler Scheiß. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu sehen bekomme. So, ihr seid alle... Ich nehme euch einfach mal mit. So. Da. So. Du hast zu weit geworfen. So. Aber wollte schon sagen, wo warten Nummer 4? So. Da lang. Da. Hat gerade was geschimmert? Du warst das. So. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Brauchst nicht weglaufen. I have this. Biologisches Red Bull. Was sollte man sagen? Lebensred Bull? And pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Ah, so, hier vorne. Wollte schon sagen. Ist das so ein Zwischendialog? Aber nee, das ist sowas hier. Du hast Hörner. Hannibal, bist du's? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Woher wissen wir, dass er Mörden heißt? Schluss mit deinen Rätseln. Wer bist du? Warum ich? Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage.
brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ich hasse es. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Ich tue ja auch gelegentlich mal kryptisch, aber permanent. Or was he just projecting Das his vision frustriert. in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Ah, jetzt ist die Tür auf. Tür, Tor, Gatter, whatever. So. Guten Tag. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. In deinem Land. Wir sind ja aber in It's the only England. place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Ich gehe da nie rüber zu den Tschechen oder zu den Polen oder nach Rumänien und sag denen, hey, in meinem Land ist es üblich. Ja, nee, wenn ich in dem Land bin, wo ich mich gerade aufhalte, geht's dann noch, was da üblich ist und nicht, wo ich herkomme. Neuigkeiten zur Schwester Dorothy Apotheke. Wir leben in London. Persönliche Fragen. Endlich Dialoge mit ihr. So. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. Haben Sie keine Freunde oder Familie? Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence. Silence! I need sadness. I'll kill you! Wir trauen alle auf unsere eigene Weise. Allein ist es noch schlimmer. Traurigkeit kann gefährlich sein. Nee, wir trauen alle auf unsere eigene Weise. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Weil ich es kann und gerade kein anderer da ist. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Warum geben Sie sich die Schuld? The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We